Aventura! Oh shit, okay. Eine schöne kleine Fahrradtour hier am Abschiedstag, Aufbruchstag durch São Gabriel. Ziemlich schön. Jetzt habe ich hier echt ein bisschen Zeit verbracht. Vielleicht ein bisschen über eine Woche. Fühle mich sehr viel mehr akzeptiert von den Menschen hier. Ich werde nicht mehr so angestarrt, sogar freundlich angelächelt. Das ist schon schön. Ich bin so glücklich und bereit, das Abenteuer zu ziehen. Die Zeit ist reif. Jetzt geht's los. Yo, Maurizio! Maurizio! Yo! I'm ready! My boat is down! Okay. Boa viagem, mano. Boa viagem. Ciao! Tá. Ciao, dudes! Tô trabalhando pra caramba com aqui, né? Oh, wow! Okay. Los geht's! Schmetterlinge zu meiner Rechten, ein Kajak zu meiner Linken und sämtliche ratlose, neugierige Menschen um mich herum und dazu die schönste und wildeste Natur, die ich mir dieser Zeit wünschen kann. Ja, ich bin festgekettet an meinem Boot und bereit für große Strömung. Ja, das ist der Grund, warum ich alleine reise. Um alleine zu sein und unabhängig zu sein. Jetzt warte ich einmal mehr auf Maurizio. Habe schon schlimmere Orte gehabt, an denen ich gewartet habe, aber es kann losgehen. Ich bin bereit. Hey, ich bin bereit. Er kommt nur ein paar Kilometer mit, dann ist gleich auch Sonnenuntergang. Also ich werde auf so einer Insel hier ganz nahe gelegen heute übernachten und mich darauf einstellen. Morgen geht's so richtig los. Abenteuer pur. Let's go straight inside. Right? It's doable. Okay, I'm coming. I'm following you. Ich würde einfach gerade durchgehen hier. Naja, auf Erfahrung hören. Hey. Okay. Cool. Okay. Oh shit. Oh shit. No, dude. Okay. Whoa, 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 whoa. Woo. Okay. They're huge. Yeah. Okay, you have to. Yeah. Yeah. Oh, fuck. Man. Okay. Oh, shit. Damn. Oh, Alter. Okay. Los geht's.
Wow, das ist Adrenalin, Leute. Okay. Oh shit, okay. Oh. Weiß ich nicht. I don't know. I need to find. It's a big house here. Oh wow, na das ging ja ab da. Oh, schön starke Strömung, echt. Wenn die einen so unterm Hintern reißt, da ist man fast chancenlos. Muss sich nur ordentlich balancieren, kann ein bisschen gegenwirken, kann auch stark gegenwirken, aber dazu brauchst du die Balance richtig. Aber ja, es gilt, diesen Fluss zu lesen und zu verstehen. Der hat so seine Ecken und Kurven, die unbezwingbar sind. Und hat so seine Wege, die durchaus passierbar sind. Ich halte da vorne jetzt an dem kleinen Häuschen, das verlassen. Und dann übernachte ich einfach hier, mal gucken, was das ist. Maurizio ist noch irgendwie in die andere Richtung gepaddelt, der wollte noch mal rüber. Ich vielmehr will meine Sachen jetzt noch mal checken. Ich habe meine Handschuhe verloren, weiß ich, meine Socken, die ich zum Paddeln nehme, verloren. Naja, ich glaube, ich habe beides noch als Ersatz, glücklicherweise von der letzten Reise. Ist das Neue schon wieder weg. Naja, selber schuld. Alles ist befestigt, alles wirklich, und alles hat überstanden. Nur mein Sitz, der hat sich auch gelöst. Zum Glück war der an mein Paddel gebunden und das Paddel ist geschwommen und hat den Sitz festgehalten. Puh, Glück im Unglück irgendwie. Also, ich komme schon wieder in eine Strömung. Bis gleich. Okay, das war zu erwarten, dass das heute ein kurzer Ritt wird hier. Aber der hat es in sich. Ja, wow. Heftige Strömung. Heftige Strudel. Ehrlich, das kenne ich so noch nicht. Ja? Du fühlst richtig unterm Arsch die Kraft. Wie das so reinreißt und dich rüberzieht und aus dem Gleichgewicht bringt. Das ist schon verrückt. Glücklicherweise habe ich das nochmal geübt und somit schnell griffbereit, wie ich das Kajak umdrehe. Das war gut, aber die ganzen Leinen, die ich da gespannt habe, damit mir nichts wegschwimmt und ich nichts verliere, naja, die waren doch ganz schön im Weg und haben mich ganz schön zerzaust. Das kann auch echt nach hinten losgehen. Maurizio, glaube ich, kommt noch vorbei. Ich stelle meinen Hammock auf. Das ist São Gabriel Cachoeira, ein kleiner Ort, ein schöner Ort. Dahinter der Ecke kommt dann eben nochmal der zweite Hafen und dann kommt nochmal ein kleiner Hafen. Und hier, meine Socken sind noch da, aber die Handschuhe nicht. Okay, los geht's. Das wird eine Quälerei, Leute. Ich sag's euch, das wird eine Quälerei. Da wird es viele tolle Momente geben, aber das wird vor allem eine Quälerei. Mein Lager ist aufgebaut und die Sonne gleich untergegangen. Maurizio ist hier nicht nochmal erschienen. Echt, was ein sonderbarer Dude, ey. Cooler Typ, wirklich cooler Typ. Ich mag den ehrlich gern. Ich will es gar nicht versuchen zu verstehen. Und ehrlich, mein Wunsch ist erfüllt. Ich bin in Isolation. Ich bin allein und ehrlich froh darüber. Jetzt lasse ich den Abend hier ausklinken und dann geht's morgen mit frischer Kraft in neue Abenteuer. Ah, wow. Noch ein neues. Ich bin vielleicht 5 Kilometer weit gekommen und durch ein paar kleine Strömungen durchgepaddelt. Also weiter geht's. Straßen finden und vorankommen. Es geht gut voran, aber längst nicht so gut, wie ich es mir vorstelle bei der Strömung, die ich hier vorfinde. Ich muss lernen, den Fluss besser zu lesen.
Zweck hat das wohl, ne? Wenn es jemand weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Oh, oh. Scheiße. Fuck, keine Chance, Alter! Diese Strudel, kaum zu sehen, kaum zu sehen. Alter, hier, das geht ab! Oh! Naja. Kaum zu sehen und stark zu fühlen, Leute. Okay, geh schnell. Zeig schnell. Na. Easy peasy. So, gerade durchknallen. Ich werde es noch öfter probieren, aber ich glaube, das funktioniert besser, als so drum herum zu fahren. Wird man reingezogen. Angriff ist die beste Verteidigung. Mitten durch. Mitten durch. Come on! Oh yeah. Na gut. Okay, probiert aus. Okay, holper, holper. Oh, Steine. Oh, komm her. Hier. Okay, das war nicht zu sehen. Scheiße. Ich muss eine kleine Pause machen. Oh, was essen. Oh, wieder zu Kräften kommen. Oh. Kurz Land. Wow, ist ziemlich heftig, ey. Okay, scheiß drauf. Ich finde meinen Weg hier raus. Also ich sitze jetzt in der Strömung, die mich zum Hafen Kamanaus führen sollte. Ja, und diese 20 Kilometer, die ich jetzt gepaddelt bin, hat man mir gesagt, seien sehr gefährlich aufgrund der Strömung. Ist heftig, aber absolut machbar. Man muss bedenken, dass ich keinerlei Erfahrung habe. Meine Erfahrung beschränkt sich auf eine 1500 Kilometer Paddeltour von Porto Velho nach Manaus, auf der es nicht ein einziges Mal Strömungen gab wie die hier nur schwach sind. Hier jetzt aber sind Strömungen, mit denen es zu kämpfen gilt. Ja. Jetzt dreht sie mich gerade wieder im Kreis. Der muss ich ein bisschen abhelfen, um mir meine Pause zu verdienen und ein kaltes Süßgetränk. Hinter der Ecke ist Kamanaus. Und 950 Kilometer weiter kommt dann endlich Manaus. Was heißt endlich? Erstmal genieße ich den Weg. Gespannt auf alles, was mich weiterhin erwarten wird. Ihr seid dabei. Uma Fanta Laranja. Sim. Muito obrigado. Das waren nur 20 Kilometer. Und ich bin fix und fertig. Ich brauche echt eine kleine Pause. Und dann mache ich noch mal eine kleine Paddeltour heute. Und dann baue ich mein Camp und pausiere erstmal. Ich schlafe mich ordentlich aus und morgen geht es dann weiter. So, Kamanaus liegt hinter mir. Jetzt geht's in die Wildnis. Oh, ist das schön jetzt, ja?
Ah, jetzt gibt es natürlich andere Schwierigkeiten, wie die der Sonne in meinem Nacken, aber dafür habe ich die langen Haare. Oh, ansonsten aber ist das Wasser jetzt so schön smooth, oh, glatt, leichte, schöne Strömung, leichtes Treiben. Ah. Ich bin auch fix und foxy für den ersten Tag heute. Ich bin happy und erschöpft. Na dude, so nah habe ich dich noch nie gesehen, dabei bist du mir schon hunderte Mal auf den Sack gegangen. Diese dicken Brummer. Da ist er. Ja, hallo, siehst du? Denn sie schwirrt mir die ganze Zeit um den Kopf und ich kenne die noch aus vergangenen Tagen. Oh, wenn ich so angestrengt bin, sind sie mir schon richtig auf den Sack gegangen. Ja Mensch, hier gucke ich jetzt nach einem Platz, wo ich schlafe und hab da vorne so einen kleinen Strand in Ausblick, den checke ich jetzt mal ab. Guckt euch das an. Da soll es hingehen. Das gucke ich mir an. So, ich habe meinen Spot gefunden. Mann, und darüber hinaus freue ich mich riesig, hier gleich reinzuspringen und ein Bad zu nehmen. Und dann soll es das hier werden. Da werde ich meine Hammer aufstellen. Schön, ja? Paradiesisch hier, ey. So ein hübscher Strand mitten im Amazonas. Völlig verlassen. Wow, geil, ja? Oh, es ist schön hier. Ein Sturm. Tag 2 meiner Paddeltour durch den Amazonas. Das war eine wunderschöne Nacht, die begonnen hat mit Sturm und Gewitter. Und als das dann weggezogen ist, war da was los mit Tieren, hey. Die waren alle ganz dicht um mich herum. Etwas, das kriechend war. Ich hätte schwören können, dass es eine Anaconda war, und zwar keine kleine. Also dieses Gewicht, man hört das ja, wenn es so ein beständiger Abdruck ist und nicht Tapsen sind. Und das klang schwer. Ich hätte zu gerne geguckt, aber war auch am Einschlafen und glaubte, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir werden schon noch unsere Begegnung haben bei gegebener Zeit. Ja, hatte eine gute Nacht. Echt wieder keine Mücken hier, großartig, oder nur ganz wenige. In meinem Hammock ist es echt komfortabel. Bin gestern vielleicht noch weitere 20 Kilometer gekommen, also insgesamt gestern 40 Kilometer gepaddelt. Mein Knie hat mir ganz schön wehgetan, habe mir eine lange Mütze Schlaf gegönnt und mein Knie ist wieder heil. Nichts Wildes erstmal, ne? 2, 3 kleine Blasen. Das Problem ist aber hier, dass wenn man verletzt ist an der Haut, dass es ewig lange dauert, ehe das heilt. Also die Feuchtigkeit macht es halt schwer. Da liegen noch ca. 950 Kilometer vor uns, bis wir in Manaus sind. Wie großartig. Hey, was ist das schon wieder gerade? Das ist so gruselig hier, das Wasser, ehrlich mal. Wie sich diese Wirbel, diese Strudel aus heiterem Himmel so bilden. Es war hier gerade glatt, ne? Glatt. Ich meine, das ist jetzt kein gewaltiger Strudel, aber das ist so gruselig. Naja, wie auch immer. Ich bin gespannt, was mich da so alles erwartet. Für die nächsten 300, fast 400 Kilometer kommen immer mal wieder auch Ortschaften. Kontakt pflegen und neugierig sein, wie dann die Kulturen und Menschen hier so leben. Ui, jetzt drehe ich mich hier. Ja, und dann die letzten 400-500 Kilometer kommen wirklich nur Dschungel, Isolation und wenn Menschen, dann Piraten, so viel ich weiß. Davon wollen wir uns dann selber überzeugen, wenn es dann soweit ist. Bis dahin, schöne Natur, jetzt ganz ruhiges Gewässer. Oh, toll. Also, bis später dann.
Wow, aus meinen Augen ist das ein wunderhübsches Bild hier. A brincadeira, ela comanda a igreja. Você sabe como é a igreja, né? Ganz anders hier, habe ich den Eindruck, als auf dem Rio Madeira, wo ich zuvor die Tour gemacht habe. Fragt man mich hier stets und ständig und für alles nach Geld. Das war auf den Rio Madeira genau umgekehrt. Wenn ich da habe irgendwas zahlen wollen und wenn es nur eine Fanta Laranja war, haben sie kein Geld von mir angenommen. Hier wollen sie selbst von mir Geld fürs Filmen. Ja, ist traurig irgendwie, ne? Alle Welt braucht Geld, oder? Ich meine, all die mir hier gerade zugucken, ich würde wetten, ihr wollt auch mehr Geld haben. Ja, aber dennoch fand ich es so schön und angenehm, wie es auf dem Rio Madeira gewesen ist. Dass sie hatten nichts bis wenig und wollten nichts. Und dabei wirkten sie so glücklich und gesund. Ist das nicht Reichtum? Übrigens, einer unserer Kumpels ist auch wieder am Start. Oh, noch ein zweiter. Kuckuck. Weiß einer von euch irgendwas über diese Wesen? Was sind das? Was machen sie? Die sieht schon speziell schön aus, oder? Sie ist einfach 1. Alles, was da drauf ist 1. Das ist ein Ballen Wurzeln. Banane. Snacken. Das tue ich immer mal wieder. Über den gesamten Tag hinweg. Ich habe gestern was herausgefunden. Ich habe ja schon erwähnt, ne, dass wenn ich winke, kaum einer antwortet mit einem Winken, so wie wir das aus Deutschland kennen. Hier ist es so, wenn man den Daumen zeigt, dann kommt der Daumen zurück. Also ich gucke jetzt mal, was da hinten nach der Ecke kommt und hoffe, dort eine hübsche kleine Insel vorzufinden, wo ich dann mein Camp für heute aufschlag. Die Sonne steht weit oben, bedeutet, ich habe noch bestimmt 5 Stunden Helligkeit und doch fühle ich mich schon sehr erschöpft von den ersten 2 Tagen. Meine Hände in diesen Socken oder auch in Handschuhen sind ständig feucht. Die Blasen haben keine Gelegenheit zu heilen. Ja, aller Anfang ist schwer, ne? Und so will ich heute auch ein bisschen Piano machen. Dann, wir sehen uns an der Ecke wieder. Das sieht paradiesisch aus. Oh, so ein schöner kleiner Fleck und so viele Schmetterlinge. Wenn ich da jetzt noch irgendwo meinen Hammock angebracht kriege, dann wird's das heute. Welch ein wunderschöner Ort. Wow, ich kann kaum noch stehen. So schön es hier auch ist. Das würde hier nur was mit dem Zelt werden. Doch ehrlich, das mit dem Zelt, da bin ich ganz schön skeptisch auf diesem Boden. Da habe ich mir nämlich in den vergangenen Tagen schon mal solche kleinen Viecher
irgendwie eingefangen. Die kommen dann und legen die Eier unter die Haut und die muss man ganz krass rauskratzen, außer man hat Antibiotika. Ich habe keine Antibiotika, also müsste ich es rauskratzen. Das will ich nur nicht unbedingt. Aber ich halte mal kurz inne und so einen Moment Schatten. Schöne Grüße. Puh, aus dem Paradies. Also, weiter geht's mit der Strömung. Nochmal 5 Kilometer weiter. Und daran bin ich angekommen. Für mich geht's dahin, in der Hoffnung, eine unbewohnte Insel vorzufinden. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich heute gemacht habe. Ich schätze 40, vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Bis gleich. Ja, hey, jetzt träume ich davon, einen Schlafplatz zu finden, bei dem ich nachher den Sonnenuntergang da sehen kann. Oh, ist das hübsch hier alles, ist das alles so hübsch hier. Oh je. Man singt hier richtig heftig. Oh. Der Sand ist heftig weich. Yippie! Okay, oh, ist ziemlich schön hier. Das Plastik sehe ich einfach mal nicht. Aber später gibt es hier bestimmt den wundervollen Sonnenuntergang. Hoffentlich eine klare Nacht. Aber ein Teil der Nacht ist immer klar. Und ein wunderschöner Sternenhimmel. So viele Sternschnuppen und alles sehe ich zweimal. Einmal am Himmel und einmal auf der Wasseroberfläche. Mein Camp ist übrigens auch schon fast fertig gebaut. Hab einen super schönen Anfang eines Sonnenuntergangs. Vor allem erstmal eine bedeckte Sonne. Was Tolles. Ich habe genug von Sonne für heute. Und will euch jetzt mal präsentieren, was es bei mir so zum Abendessen gibt. Okay. Hier Wasser aus der anstrengenden Filterflasche. Erdnussbutter. Honig. Haferflocken gemixt mit Samen und Nüssen. Jetzt kann es noch ein bisschen stehen und dann ist es eine richtig schöne Energiebombe, die mich sättigt und versorgt. Oh geil, ich finde eine Routine. Den ganzen Tag paddeln, genießen und überstehen und dann anlegen, einen schattigen Platz suchen, Camp vorbereiten. Ein bisschen Dehnung und Mobility machen, was Gutes für meine Muskeln tun. Und jetzt zum Sonnenuntergang meine Sachen waschen und mich selbst eingeschlossen. Bin irgendwie spät dran. Eigentlich wollte ich jetzt schon Abendessen. Das ist ein geiles Leben hier gerade. Na, herrlich. Okay, ich lasse meinen Abend jetzt ausklingen. Was ein schöner Tag. Erholsam und anstrengend und hungrig. In diesem Sinne, guten Appetit und gute Nacht.
Tag 3 meiner Paddeltour. 1000 Kilometer durch den Amazonas. Und Alter, meine Haut juckt. Also die Ungeziefer, die Insekten. Halleluja. Ich frage mich, wann das aufhört. Naja, bin vielleicht 5 Kilometer gepaddelt heute und jetzt hier an so einem kleinen Ort vorbeigekommen. Ich hoffe, die haben Früchte für mich dort. So was Leckeres, Frisches. Das wäre schon toll. Ja, mir geht's gut, hey. So richtig erholt bin ich nicht, aber so richtig erschöpft auch nicht. Ich habe gestern mal auf die Karte geguckt, um zu sehen, wo ich bin und wie viele Kilometer ich denn wirklich gemacht habe. 70 insgesamt. Bedeutet, mit meiner Einschätzung gestern bei 30, 40 Kilometern war ich ziemlich gut. Allerdings die Einschätzung davor war schlecht. Ja, ich meine, ich bin hier auch nicht auf dem Wettrennen, ne? Dass ich will schon immer locker angehen. Nur wenn ich dann so mein Essen sehe, dann denke ich daran, ach komm, gib Gas, komm an. Aber wenn ich dann meine Umgebung sehe, dann denke ich, Alter, lass dir Zeit, wirklich. Für jedes Problem wirst du eine Lösung finden. In diesem Sinne, gehen wir mal gucken, ob es hier Papayas, Bananas, Abacaxi, Ananas, Guaranas, was auch immer gibt. Obrigado muito. Muito bom, né? Muito poderosa. 3, 2, 1. Aventura! Muito bom. Ciao amigos, ciao amiga. Ciao. Good. Das war irgendwie interessant, oder? Und auch ganz schön. Habe ich echt gemischte Gefühle, wenn ich das so beobachte, weil ich sehe, wie viel Einfluss aus Europa da ist. Der Jesus, klar, der sieht aus, wie er irgendwie überall aussieht. So ein bisschen so wie ich gerade. Aber lange Haare, langer Bart, weiß. Da war so ein Foto von einem Priestermann, der so europäisch aussah, also Kirche. Hat hier eine sehr große Präsenz. Was irgendwie ganz schön ist, aber irgendwie auch traurig, wenn man bedenkt, dass das deren eigenen Glauben und Religion verdrängt hat. Naja, darüber hinaus war dann in diesem kleinen Warteraum dort, da haben sie dann Kaffee und Säfte geholt, mir ein paar Früchte gebracht. Den größten Spaß habe ich gehabt mit den Kindern. Die Kinder machen mir grundsätzlich Spaß, ehrlich, die sind so frei und mutig, so unbefangen. Dieser kleine Besuch war irgendwie interessant. Hat aber auch ganz schön Zeit gefressen. Also die Sonne steht jetzt ganz oben und ich baller in der knallenden Sonne rauf den Fluss. Aber echt noch fast gar nichts geschafft. So bin ich bis nächstes Jahr noch nicht in Manaus. Naja, wird schon. Ach, neben anderen echt anstrengenden Parts, aber diese Flussüberquerung, da die Strömung in Schlangenlinien verläuft, habe ich von Zeit zu Zeit Gegenströmung. Hier bin ich gerade in einer Gegenströmung.
und muss jetzt den Fluss überqueren, der, sagen wir mal, eine 3 bis 4 Kilometer Breite hat. Um dann dort hinten aber in vielleicht 10 Kilometern wieder links zu paddeln. Ich wechsle jetzt die Seite, lasse mich ein bisschen von der Strömung tragen und atme ein bisschen durch. Halleluja. So, also, ich fühle mich offiziell zerstört von der Sonne. Die Hitze ist so heftig und die Hitze schlägt mir auf meine Gliedmaßen. Meine Arme und Schultern sind so schwer. Oh, und jetzt hier angekommen auf der anderen Seite habe ich dieses kleine Schlupfloch gefunden, um mal Luft zu holen und ein bisschen frische Brise vom Dschungel, um Schatten zu haben. Und dazu muss ich tief atmen, tief atmen. In diesem Sinne, in der Ruhe liegt die Kraft, nicht wahr? Okay, so oder so, ich brauche schon wieder eine kleine Pause. Und hier ist so eine bisschen größere Insel, die ziemlich cool ist, dachte ich die ganze Zeit schon. Und jetzt stehen hier ein paar Häuser, hier ist eine Satellitenschüssel. Mal gucken, wo ich hier gelandet bin. Desculpa! Desculpa! Da ist jemand am Schlafen. Schnell mein Handy, das WLAN aus. Hat leider nicht funktioniert. Dieser WLAN-Schlüssel scheint nicht an zu sein. Der Typ hat mich einfach mal gar nicht mitbekommen. Ich habe mehrmals gerufen, keine Reaktion. Ich schätze mal, der schläft einen Rausch aus, wie das hier viele so machen. Besoffen sein und dann viel schlafen. Sei es ihnen gegönnt, oder? Den Leuten. Leben hier weit draußen in der Wildnis. Wenn man sich dann erst an so eine dumme Droge wie Alkohol gewöhnt, ist das fast verständlich. Habt ihr den gerade gesehen? Und diesen blau-schwarzen, das ist wohl das Schönste für mich. Und dann gibt es aber noch diese ganz großen. Das, wo ein Flügel bald so groß wie meine Handfläche. Die sind auch sehr, sehr schön. Ja, die habe ich überall gesehen. In Peru und Costa Rica schon. In Kolumbien und Bolivien. Hier in Brasilien. Die sind im tiefen Dschungel unterwegs. Denn kennen tut ihr sie alle. Sie sind das Emoji bei WhatsApp. Aber okay. Da vorne ist schon zugezogen. Nichts mehr zu sehen. Da erwartet mich wohl Regen. Ah, oh, schön. Regen und bewölkt. Das könnte ich mir jetzt auch wünschen. Ich habe aus der Ferne auch schon Donner gehört. Na gut, da gehe ich jetzt direkt rein. Ein bisschen verwirrt, weil hier eine Strecke lang geht und da eine Strecke lang geht und ich die Boote alle da lang fahren sehe. Ich aber jetzt hier lang gehe. Reine Erfrischung. Ah, schön, bisschen kühle. Ich sollte runter von der Mitte des Flusses. Blitze. So, sicher und geborgen am Rande des Dschungels. Oh, erfrischt. Schön, dass hier duftet, ey. Kennt man ja so von den Straßen aus der Stadt. So ein Sommerregen duftet so schön. Und hier, blumig, rindig, holzig. Natur ist schon toll, ja?
Hier will ich ein paar Mal tief durchatmen. Dschungel. Oh je, ich bin so kaputt. Oh, ich habe keinen Bock mehr überhaupt noch weiter zu paddeln. Aber ja, entweder dahin, da ist ein Haus. Etwas daneben ist ein verlassener Strand. Oder dahin, da sind ein paar Strände. Oder einfach hier im Dschungel. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Im Dschungel will ich heute nicht. Das ist mir zu aufregend für meine Erschöpfung. Scheiße. Darüber will ich aber auch nicht. Also weiter. Da geht's hin. Wow. Und seht mal bitte, wie schön es hier ist. Obrigado, prazer. Okay, so bin ich hier heute geendet. Bin hier in so einem völlig abgelegenen Dorf, wo die Menschen nicht einmal Portugiesisch sprechen. Hab hier einen trockenen Ort jetzt gefunden, um zu übernachten. Und ein bisschen Saft bekommen. Ein wirklich anstrengender Tag geht zu Ende. Ich werde jetzt noch ein Bad nehmen und dann meinen Tag zum Ende kommen lassen. Also, ich bin gut fertig. Hey. Gute Nacht.